Willkommen zur Juli-Ausgabe von Tuk Talk. Heute steht bei uns das Thema Wirtschaft im Mittelpunkt. Für dieses Fach haben sich rund 2000 Studierende an der TU Chemnitz entschieden. Dass es aber um wesentlich mehr als Statistik und Management geht, zeigt uns heute der Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Professor Dr. Michael Hinz wuchs im Ruhrgebiet auf. In Bochum ging er zur Schule und schloss erfolgreich sein Studium der Wirtschaftswissenschaft ab. Es folgten Promotion und Habilitation in der Betriebswirtschaftslehre sowie der Wechsel an die Technische Universität in Chemnitz, wo er schließlich zum Professor ernannt wurde. Heute ist er Inhaber der Professur Internationale Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. In dieser Funktion ist es ihm besonders wichtig, seine Studenten zu einem kritischen Denken anzuregen und ihnen dafür ein fundiertes Fachwissen zu vermitteln. Als Dekan der Wirtschaftswissenschaften möchte er seine Fakultät weiterentwickeln sowie ihre Vielfalt beibehalten. Dabei möchte er seine persönlichen Kernthemen jedoch nicht aus dem Auge verlieren und arbeitet stets an fundierten Lösungsvorschlägen zu Fragen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. Hallo Herr Professor Hinz, herzlich willkommen bei Tuk Talk. Einen schönen guten Tag, Frau Müller. Guten Tag. Die Wirtschaftswissenschaften gehören ja zu den beliebtesten Studienfächern in ganz Deutschland und werden auch an der TU Chemnitz schon seit vielen Jahren angeboten. Um welche Fachgebiete geht es denn da im Detail? Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften umfasst neben den Kerngebieten, also Volkswirtschaftslehre auf der einen Seite, das sind 6 Lehrstühle, und Betriebswirtschaftslehre, das sind fast derzeit 11 Lehrstühle, weiterhin 2 Lehrstühle, die die Jurisprudenz darstellen und 2 Lehrstühle, die sich mit der Wirtschaftsinformatik auseinandersetzen. Dadurch ist es uns möglich, einen grundständigen und umfassenden Bachelorstudiengang für Wirtschaftswissenschaften aufzustellen und einige spezialisierte Masterstudiengänge und dadurch aus unserer Sicht ein attraktives Angebot für unsere Studierenden zu schaffen, sowohl was die Grundausbildung im Bereich des Bachelor als auch die Masterausbildung darstellt. Sie haben sich ja bisher auch immer sehr stark für nachhaltige Studiengänge eingesetzt und konnten nun vor kurzem einen großen Erfolg für die TU Chemnitz einfahren. Dank Ihrer Bewerbung wurde nämlich die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in eine von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative für nachhaltiges Management aufgenommen. Ja, was genau bedeutet denn das jetzt für die Studierenden? Also es stimmt, wir sind jetzt der Initiative der UNPRME beigetreten. Und das ist eine Initiative, bei der es um nachhaltige Managementausbildung geht letztendlich. Das heißt, es ist eine Initiative, die von der UN geschlossen wird mit Bildungsinstitutionen weltweit. Derzeit gibt es 650, die beigetreten sind. Die TU Chemnitz ist die erste sächsische Universität, die dieser Initiative beigetreten ist. Und um Ihre Frage zu beantworten, was bringt es für unsere Studierenden? Ziel dieser Initiative ist es, dass neben wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Aspekten auch nachhaltige Ziele den Studenten vermittelt werden, sodass sie nachher die Fähigkeit haben, diese beiden Zielbereiche miteinander in Einklang zu bringen. Unter nachhaltigen Zielen versteht man dann typischerweise, dass soziale und ökologische Ziele verfolgt werden. Und zusätzlich ist noch die Idee, die dahinter steckt, dass gleichzeitig die Institutionen, die teilnehmen, mit dem Global Compact der UN konform gehen, also im Prinzip auch da wieder den Prinzipien der Nachhaltigkeit Genüge tun. Und konkret für die Studierenden bedeutet das, dass entsprechende Veranstaltungen angeboten werden, in denen das auch thematisiert wird. Wir haben eine Professur, die sich speziell damit beschäftigt. Das ist die Professur für betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit, die sehr viele spezielle Angebote dieser Art hat. Gleichzeitig haben wir noch weitere Angebote, zum Beispiel Ressourcenökonomik. Und in vielen Veranstaltungen, die jetzt von der Titelei her nicht unbedingt Nachhaltigkeit in sich tragen, werden diese Aspekte thematisiert und auch mit den Studenten nahegebracht. Die Idee, die dahinter steckt, ist allen Studenten nachher zu vermitteln, dass sie nicht nur wirtschaftliche Kompetenz haben, sondern auch durchaus nachhaltige Kompetenz entwickeln können und das alles miteinander in Verbindung bringen können. Das versuchen wir zu leben und unseren Studenten dann auch zu vermitteln. Das ist sehr erfolgreich seit einiger Zeit. Denn im November feiert ja die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Dabei wird es um das Thema Digitalisierung, Fluch oder Segen gehen. Ja, wie ist es denn bei Ihnen an der Fakultät? Inwiefern wird sich denn die Lehre und Forschung künftig danach ausrichten? Also wenn wir mal mit der Lehre anfangen wollen, Auswirkungen dürften dahingehend sein, dass wir uns teilweise überlegen müssen, ob die derzeitigen Curricula noch so gehen, ob man teilweise verstärkt wirtschaftsinformatische Fragestellungen mit einbaut in die jeweiligen Fragestellungen der jeweiligen
Gebiete, die angeboten werden, ob man teilweise sich auch selbst überlegt, dass man Veranstaltungen anders macht. Das heißt, inwiefern zum Beispiel auch neue Medien benutzt werden, was das eigentlich bedeutet. Und im Bereich der Forschung hat das natürlich zur Konsequenz, gibt es Berufsbilder, ändern die sich in gewisser Weise. Muss ich jetzt im Rahmen meiner Forschung, was mache ich mit Big Data Fragestellungen zum Beispiel, kann ich das nutzen? Welche Effekte hat das, dass Leute jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sind mit ihren elektronischen Medien? Welche Effekte hat das dann im Prinzip auf die Person? Das sind so Fragen, die in den nächsten Jahren, glaube ich, uns beschäftigen werden und die wir dann versuchen werden, auch unseren Studenten nahezubringen, auch dass wir darüber dann wieder die Möglichkeit haben, dass wir gut gebildete und für die Zukunft vorbereitete Studenten entlassen können von unserem Studium. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall und der Fakultät alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich habe zu danken. Sehr gern. Wir erwarten in der nächsten Sendung gleich 2 Gäste. Marius Hirschfeld von der TU Chemnitz und Paul Hösler von der TU Dresden sind die Sprecher der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften. Sie vertreten die Interessen der sächsischen Studierendenräte bei landesweiten Themen wie dem studentischen Wohnraum, die Finanzierung von Hochschulen und Studentenwerken oder die Reform des Hochschulgesetzes. Ihre Fragen dazu können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse schicken. Bis zum nächsten Mal.